Ich komme gerade von der ersten richtigen Probefahrt mit dem VW ID.3 First Edition zurück. In diesem Video schauen wir uns die Problemsoftware von VW an, das VW OS. Ist es wirklich so schlecht oder ist es vielleicht genau der richtige Schritt für VW in eine neue Zukunft der Infotainment-Technologie? Hallo und herzlich willkommen zum E-Auto-Vlog, Beratung, Seminare und Praxiswissen zur E-Mobilität für Elektroautofahrer und Interessierte. Ich glaube, kein Thema hat mehr die Gemüter erhitzt als die Frage, schafft es nun VW, den ID.3 rechtzeitig auszuliefern oder nicht. Man hörte von Softwareproblemen, es sind Köpfe gerollt, also da war richtig viel Ärger hinter den Kulissen. Insofern war ich natürlich sehr neugierig auf das Infotainment-System, wie VW den Schritt von, ich sag mal, diesem klassischen Menü, von der klassischen Menüstruktur in den bekannten Navigations- und Infotainment-Systemen hin zur Zukunft mithilfe des VW OS, also der eigenen VW-Software gemacht hat. Schauen wir uns ganz kurz und knackig an, was das VW OS, das Infotainment-System hier im ID.3 First Edition Plus Modell leistet. Werfen wir noch einen Blick auf das Navigationssystem bzw. das Zentraldisplay sozusagen. Hier über den blauen Punkt habe ich die Möglichkeit, in die verschiedenen Menüs zu kommen. Zum Beispiel beim Fahrzeug, das interessiert mich natürlich, wie sieht zum Beispiel der bisherige Verbrauch aus. Wir sind jetzt hier 76 Kilometer gefahren, im Durchschnitt 45 Kilometer, 16,7 Kilowattstunden. Ich denke nicht, dass das ein repräsentativer Verbrauch ist, dadurch, dass wir hier auch einige Tests gemacht haben. Langzeit ist bisher nichts gespeichert worden, Abladen auch nicht. Insofern haben wir nur die Werte. Hier können wir den Status vom Fahrzeug uns anschauen. Reifendruck in Ordnung, Service, 875 Kilometer ist es gefahren. Was gibt es sonst noch für Infos vom Fahrzeug? Ich finde die Animation sehr gut, es geht schnell. Man kriegt ein akustisches Feedback darüber, was passiert, also das, was passiert ist. Ich kann hier zum Beispiel dann auf Komfortlicht gehen, dort das alles einstellen. Da gibt es also die verschiedensten Einstellmöglichkeiten. Also für mich ist das ein guter Kompromiss aus sehr vielen Funktionen, aber gut dargestellt. Und dann hier einfach blättern, wenn man von hinten die Bremsen, da bin ich mal gespannt, was man da einstellen kann. Okay, Wegrollsicherung, Auto Hold. Was haben wir denn von der Seite? Die Zentralverriegelung kann ich auch einstellen. Komfortöffnung, alle Fenster, Keyless Access aktiv, Fahrzeug entriegeln bei Annäherung. Also da ist wirklich einiges einstellbar. Bei den Fenstern kann ich sagen, dass sie entriegeln beim Annähern, alle Türen. Und was haben wir hier noch bei den Scheibenwischern? Synchron absenken im Rückwärtsgang, einklappen, das ist jetzt für die Spiegel, Scheibenwischer, automatisch wischen bei Regen, Heckscheibenwischer, Scheibenwischer in Serviceposition. Also es ist wirklich gut gelöst. Innen können wir noch beim Cockpit Fahrdaten ab Start zurücksetzen, Langzeit zurücksetzen, Streckenzähler zurücksetzen. Dann das ID Light, das ist hier das Licht, was man jetzt hier natürlich beim Hellen nicht so gut sieht, aber hier kann man einiges und dort dann einstellen von der Grundfunktion. Also ich kann sagen an, aus, die Helligkeit kann ich einstellen, ansonsten gibt mir sozusagen das Auto dann Informationen, so nach dem Motto, du sollst laden oder wenn ich irgendwas entsprechend gemacht habe, was die Aufmerksamkeit erfordert. Ja, gespeicherte Ladeorte haben wir noch nicht, das Auto ist ganz neu. Hier kann man dann sehen, wie es lädt. Ach, das ist auch sehr gut. Hier kann ich sagen, Ladelimit empfiehlt 80%. Ich kann aber auf 100% laden, wenn ich will. 100% sind hier nicht wirkliche 100%, sondern 94% der Bruttokapazität kann netto genutzt werden, so über den Daumen. Ja, was haben wir noch? Das ist eigentlich hier so für das Fahrzeug ganz gut. Radiomedien. Im Moment haben wir nur Radio. Dann gehe ich hier wieder zurück, auch selbst erklären. Telefon kann man dann einbinden, Navigation.
Hier haben wir zum einen den großen Bildschirm. Wenn ich dann zum Beispiel auf Ziele suchen gehe, finde ich das auch wieder gut, dass man so eine Gesamtübersicht hat und dann zum Beispiel aus so einer, ich sag mal, Zielcloud oder Zielwolke die Vorschläge raussuchen kann. Sagt er hier zu Hause, möchten Sie da direkt, ich möchte direkt zum Ziel fahren und dann wird die Route berechnet bzw. Varianten. Machen wir das mal wieder zurück. Kann ich die letzten Ziele sehen, mir Favoriten speichern. Bei der Karte kann ich einiges einstellen. Ich kann meine Kontakte sehen, Setup. Also das ist wirklich alles sehr selbsterklärend. Ich habe keine Bedienungsanleitung gelesen. Ich gehe einfach nur rauf. Kann ich den Klang einstellen, der auch sehr gut ist. Und die Assistenten kann ich auch. Okay, da muss ich die Zündung einstellen. Ich dachte eigentlich, ich habe die an. Okay, so. Also einfach auf die Bremse gehen. Dann kann ich die Assistenten einstellen. Was kann ich hier machen? Wie weit der? Okay, Vorwarnung, Abstandswarnung, Ausweichunterstützung. Ich kann bei den Schildern raufklicken. Also ich muss sagen, das ist wirklich selbsterklärend, obwohl es viele Einstellmöglichkeiten gibt. Wirklich gut gemacht waren bei mehr als 10 km/h. Was haben wir hier? Müdigkeitserkennung aktiv. Den kann ich also auch ausschalten. Das ist wirklich gut. Hilfe. Verschiedene Möglichkeiten hier. Ich werde jetzt auch nicht zu lange das machen. Und hier habe ich sozusagen verschiedene Kachelsysteme, sodass ich dann hier schnell hin und her schauen kann. Und beim Setup gehe ich davon aus, dass ich sehr viel einstellen kann. Genau. Datenverbindung, Reconnect. Also muss ich sagen, wirklich gut gelungen. VW, eine gute Mischung aus den vielen Einstellmöglichkeiten, gute Bedienung und Übersichtlichkeit. Wenn wir jetzt hier schon gerade dabei sind, hier gibt es wie gesagt keine Tasten. Wenn ich es jetzt ein bisschen kälter machen will, muss ich so ein bisschen drücken. Aber manchmal reicht auch, das hängt wahrscheinlich von der Spannung ab, auch nur den Finger drauf zu machen. Hier kann ich die Lautstärke einstellen. Ich kann einfach das so hin und her. Und hier auf der rechten Seite dann für den Beifahrer das einstellen. Ansonsten habe ich hier noch verschiedene Modus. Ich habe jetzt den Sportmodus genutzt. Interessant, Komfort ist auch möglich. Individuell, Eco. Also hier ist einiges einstellbar. Klimaanlage haben wir auch nochmal im Menü. Smart Climate, Air Care. Also hier kann man ja wirklich alles einstellen. Selbst warme Füße habe ich gerade gesehen. Hier Smart Clear, Füße warm, Hände wärmen, freie Sicht. Perfekt. So soll es sein. Was kann man als Fazit sagen? Ich bin angenehm überrascht, wie VW auf diesem kleinen Bildschirm die Informationen sortiert, wie der Einstieg über diese, ich sag mal, Cloud-Infos übersichtlich möglich ist. Also das heißt, dass man die groben Menüstrukturen entweder an dem Bild oder an dieser zum Beispiel Zielwolke sehen und dann auswählen kann. VW hat für mich mit der neuen Software hier wirklich das Gute vom Alten übernommen, die übersichtliche Struktur, wenn man dann in den einzelnen Menüs drin ist, und das Neue mit reingebracht, nämlich, ich sag mal, diese Wolkenarchitektur, die es ermöglicht, auf einen Blick sehr plakativ die ganzen Informationen zu sehen. Also für mich eine wirklich gelungene Kombination aus Altem und Neuem. Und wenn man sich erstmal an die fehlenden Tasten gewöhnt hat und hier den richtigen Druck, die richtige Position der Finger genommen hat, dann denke ich, ist das auch kein Problem. Auch so die typischen Gesten wie größer, kleiner, das geht alles bei dem Bildschirm. Und ich war angenehm überrascht, wie viel Informationen auf diesem kleinen Bildschirm dann letztendlich zusammengekommen sind. Wie du vielleicht im Video gemerkt hast, ich bin nicht von VW irgendwie geimpft worden, wie das ganze System funktioniert. Ich habe mich dort im Auto einfach kurz hingesetzt und dieses Video gedreht. Also keine Vorbereitung, nichts. Wahrscheinlich kann man da noch viel mehr rausholen, aber wie gesagt, ich bin einfach losmarschiert und habe geguckt, wie
gut ist das für mich als völlig ahnungslosen nutzbar, und das hast du in diesem Video gesehen. Wenn du Fragen, Anregungen, Kommentare oder Korrekturen hast, freue ich mich darüber, wenn du sie unter dem Video hinterlässt. Wenn du noch nicht mein Abonnent bist, freue ich mich, wenn du das wirst. Das geht ganz einfach. Klick hier auf das i-Auto und Point of Interest. Wichtig ist, stell die Benachrichtigung ein, denn dann kriegst du die Info, wenn ein neues Video online ist, und ich sage dir, vom ID3 kommen noch viele neue Videos. Also, ich freue mich drauf, wenn wir uns in diesem Video wiedersehen. Also bis dann, dein Dirk Henningsen.